Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Immer noch nicht ganz gesund, immer noch nicht ganz erholt, immer noch nicht den Stammtisch vergessen, beziehungsweise das Vielfliegerwochenende, was ja auch kam. Aus Los Angeles in Helsinki gelandet, dann direkt mit einem Teilnehmer sogar in die Stadt gefahren, dort dann die Stadt unsicher gemacht. Am nächsten Tag sind die anderen gekommen und wir haben bis gestern, soll ich sagen, durchgefeiert. Also nochmal danke an alle, die da waren. Es war eine super tolle Zeit. Die Sauna, die schwimmende Lounge, die wir erlebt hatten, sodass wir beschlossen haben, dass wir das nächstes Jahr nochmal machen. Um die Zeit, Daten stehen eigentlich schon fest, aber wir haben auch noch Trips nach Los Angeles, nach Pismo, wo wir Flugzeuge angucken. Aber lasst uns nicht ausschweifen. Ich möchte trotzdem nochmal Danke sagen für alle, die sich bei mir gekundigt haben, ob ich abgetaucht sei, ob ich krank sei oder sonst was. Danke dafür. Nein, alles gut, alles tipptopp, außer halt einer Normalerkennung. Jetzt aber wirklich die Themen. Lufthansa, externe Berater weg, Allegris Aufpreise bis 600 Euro. Wir gehen die mal durch. Dann haben wir noch Themen wie zum Beispiel Hilton und Delta haben jetzt eine Kooperation. Da gibt es den Silber- und den Goldstatus. Ihr könnt ja auch schreiben, welchen Status ihr bekommt. Wir haben dann auch noch mal einen Winterdurchhänger bei deutschen Flughäfen und Fluggesellschaften. Da ist auch nicht alles grün, aber ist ja Schweiß, ist ja Schnee. Da ist es halt so, dass man logischerweise natürlich auch Einbrüche hat. Wir haben dann nochmal einen Community Award. Der erste Community Award nach Kapstadt ist ja bei der Miles Amor gelaufen. Jetzt will man nach Miami. Also, jetzt geht es direkt los mit dem ersten Thema. Das erste Thema ist natürlich die Lufthansa. Und zwar ist es bei der Lufthansa so, dass man dort gegenüber der Politik gewisse Forderungen hat. Die Forderungen, die man hat, sind ja alle natürlich logischerweise aus dem Bereich Klima, aber auch Luftraumsperrung und, wen wundert's, mit der neuen Regelung von Qatar Airways, dass die überall landen dürfen, ein Riesenthema. Also, es ist so, dass es in Deutschland so ist, dass wir natürlich wie immer versuchen, die Welt am deutschen Wesen zu genesen zu lassen. Ich weiß gar nicht, wie war der Spruch eigentlich richtig? Darf man das überhaupt sagen? Ihr könnt es ja unten schreiben, ob man so etwas sagen darf. Ich glaube, dass es einfach nie funktioniert hat und nie funktionieren wird. Denn der deutsche Irrweg ist ein Irrweg und wir merken ja auch, dass uns keiner folgt. Wir haben das Problem, dass unsere Wirtschaft sinkt. Wir haben das Problem, dass man natürlich jetzt die Luftfahrt auch dort runtergewirtschaftet hat. Man sieht es ja nicht nur bei Michael O'Leary, dass er sagt, ich komme nach Deutschland, wenn, zack, 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 sondern auch die Lufthansa dort am Abspacken ist. Also ein Monopol, was eigentlich kein Monopol ist, weil man einfach so viele Kosten hat aus ihrer Sicht. So. Ein Schreiben, das nach Brüssel gegangen ist von der Lufthansa, ist mit folgendem umschrieben worden, Brandbrief. Ja, weil da sagt man, man muss halt gewisse Forderungen ändern. Und zwar man fordert eine Änderung im fairen Wettbewerbsrahmen. Und es ist ein Zitat jetzt. Es ist augenfällig, dass der Green Deal kein Vorbild für andere Weltregionen ist. Und das ist halt wirklich so, dass ab 2025 ja auch die Quoten für das SAF, Sustainable Aviation Fuel, eingeführt werden. Und Lufthansa sieht auch viele Probleme dadurch. Natürlich, weil natürlich kein fairer Wettbewerb ist. Wenn man hier das als alleiniger einfüllen muss in den Tank und es ist teurer. Und man sieht ja auch, wie andere Fluggesellschaften damit umgehen. Die haben da auch keine Freude in Europa dran. Dann ist es so, dass man natürlich dieses Qatar-Abkommen, also CATA, Qatar, und das klingt nicht nur von ungefähr wie Katar, sondern es ist auch das Qatar-Abkommen. Das ist wegen, sag ich mal, Freundschaft in der EU gemacht worden. Aber KLM, Air France und auch die Lufthansens waren kategorisch dagegen. 2021 haben gesagt, das wollen wir nicht, das geht nicht, das macht keinen Sinn. Und da ist es so, dass die Katarianer, oder Katari, glaube ich, ist es richtig, Katari, uneingeschränkten Zugang zum europäischen Luftraum haben. Jetzt sagt ihr natürlich, wo ist das Problem? Also für uns als Passagiere ist es sicherlich im ersten Moment richtig und es ist gut. Aber die Kataris saugen halt den Verkehr aus der Sicht der Lufthansa und der Air France, KLM und anderer Marktteilnehmer.
und wir würden dann darauf ausweichen. Ja, nur auf der anderen Seite ist das so, dass man natürlich da dann bei Qatar Airways die Passagiere von dannen ziehen sieht, weil man die Qualität vielleicht nicht bringt, kann man auch so sagen. Ne? Aber es ist so, dass man mit einem XXL Heimkreuz, und man hat da ja auch Vorteile, es ist ja nicht so, dass da kein Nachtflugverbot gibt, ne? Haben wir in Deutschland schon, haben die nicht. Man kann jetzt über Gehälter streiten, da gibt es ja auch zwei Varianten. Ich kann ehrlicherweise aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade viele Europäer, aber auch westliche Leute dort nicht vor Ort in irgendeiner Art und Weise etwas machen, wenn nicht die Knete stimmt. Und das ist halt eine Art Schmerzensgeld im wahrsten Sinne des Wortes. Auch weiter geht es so, dass man dort sagt, naja, die haben das bekommen, weil die von der EU Beamte aufs Korn genommen haben. Und wir erinnern uns ja auch alle, dass der aus Estland stammende Chef von der Aviation, ich komme gerade nicht auf den Namen, der Vater war ein berühmter Radio- oder Fernsehkommentator, Sport, der ist ja geschasst worden, weil er von Qatar Freiflüge angenommen hat. Also das stimmt jetzt nicht ganz so, also es ist nicht so ganz so unwahrscheinlich, dass das nicht stimmt, was die sagen bei der Lufthansa. Aber man muss jetzt sagen, die Lufthansa gibt ja auch Freiflüge. Ne? Wir erinnern uns an den Flug nach Straßburg, wenn dort Sitzungswochen sind. Natürlich ist es auch so, dass Asien ein Riesenproblem ist. In Asien ist das Thema natürlich auch da so, dass man dort thematisch mit dem russischen Luftraumsperrung ein Problem hat. Es ist auch von der EASA immer noch untersagt oder streng nicht empfohlen, über den Iran zu fliegen. Und das ist natürlich so. Man kann natürlich sagen, im dritten Quartal 2024 sind die Durchschnittserlöse aus dem Asien-Pazifik-Raum der Lufthansa Group um 15% gesunken. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Chinesische Fluggesellschaften oder aber auch Qatar, die da durchfliegen, die haben Vorteile. Und die teuren Umflüge sind halt auch für Fluggesellschaften. Finnair zum Beispiel ein Riesenthema. Die fliegen, glaube ich, fast 4 Stunden länger bis Seoul von Helsinki aus. Also da kann man natürlich gucken. Ihr könnt ja unten schreiben als Armchair-CEO, was man machen kann. Ob man Fluggesellschaften, die aus dem europäischen Luftraum wieder in den russischen wollen oder aus dem russischen in den europäischen einfach sagt, nö, machen wir nicht mehr, dürft ihr nicht. Oder man legt da einfach dann irgendwelche Tarifs drauf oder Zölle. Ich glaube nicht, dass das geht. Oder sagt ihr einfach, naja, nun gut, hat der Westen nicht anders verdient, wenn man so einen dusseligen Quatsch macht wie, ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt kommentieren, ist keine offizielle Frage des Tages, denn dafür habe ich andere vorgesehen. Das nächste Thema ist halt das Thema Winter, und da ist es ein Thema wichtigerweise geworden, weil nämlich der Flugverkehr eingebrochen ist und der ADV, das ist halt der Verband, sagt, dass es markante Verkehrsverluste gibt. Die Lufthansa hat ja den Verkehr zusammengestrichen markant, und er ist auch unerwartet deutlich. Wichtig ist, dass die deutschen Flughäfen 2,6% weniger Fluggäste im Vorjahr pro Woche haben. Aktuell reisen pro Woche in Deutschland nur noch 3 Millionen Leute mit dem Flugzeug. Einige sagen, das ist zu viel. Andere sagen, oh, da ist Probleme. Und dann ist es so, dass der ADV gesagt hat, dass es gerade in den für Airlines margenschwachen Wintermonaten, wenn die Nachfrage nach touristischen Regionen zurückgeht, zeigt sich die Schwäche des Luftverkehrsstandorts Deutschland. Der Rückgang sei trotzdem unerwartet deutlich. Jupp, und Nachfrageproblem sieht man aber nicht. Heißt also, während Standorte im europäischen Ausland prosperieren, vertreiben hohen regulativ bedingten Belastungen der Airlines. Der Einbruch bei den Passagieren an den deutschen Flughäfen setzt sich ungebremst fort. Wir haben ein klares Angebot, kein Nachfrageproblem. Heißt also, es wird nicht angeboten. Und dadurch können dann wieder höhere Preise geben. Carsten S. aus M. freut es natürlich. Und ich glaube, dass man da auch nochmal gucken muss, inwieweit man dort ja, vielleicht falsche Strategie fährt. Ich weiß es nicht, weil wenn es einen Angebotsunterhang gibt oder einen Nachfrageüberhang gibt, heißt also mehr Nachfrage als Angebot, dann sollte man vielleicht auch Angebot machen. So ist es in der Marktwirtschaft, ja, üblich. Wir gehen direkt weiter mit dem nächsten Thema, und das ist Lufthansa und Berater. Da kann ich ja auch mal eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar, ich fragte mich mal, warum Lufthansa-Leute
einstellt oder Berater holt und so weiter und ob die nicht wissen, was ihre eigenen Themen sind. Und da wurde gesagt, ja, die Lufthansa weiß schon, was Phase ist und die Lufthansa weiß auch, wo der Hase lang läuft. Aber wenn es von anderen kommt, ist es glaubwürdiger oder so ähnlich wurde es gesagt. Und genau ist das Problem, dass die Lufthansa halt da sehr viele Leute hat, die dort in Beratertätigkeiten unterwegs sind und denen Quatsch erzählen. Wir merken ja auch zum Beispiel bei Themen, erstmal die Leute, die den Check-in machen, outsourcen, dann die Pro-Leute wieder reinholen, also raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln. Oder wie heißt das so schön, outsourcen und dann wieder in-house machen. Und das merken wir auch bei vielen Firmen, dass es halt so ist, dass die Berater sagen, geiler Scheiß, und dann auf einmal drehen sie sich um 180 Grad und sagen, geiler Scheiß, aber in die andere Richtung. Und genau das ist halt ein Riesenproblem in meinen Augen auch, dass wenn man halt fast sagen könnte, man wäre fremdgesteuert und meint, man muss da halt eine Kultur haben, wo es Leute gibt, die einem erzählen, wo Norden ist, dann ist es halt schwierig, was dort passiert. Und auch die Kosten. Und da ist Lufthansa wohl dran gekommen, dass man jetzt sagt, dass 400 Stellen in der Verwaltung natürlich gekürzt werden sollen, die wegkommen sollen, die Promotion, die sie nennen, sie das Ganze, wo haben wir es? Wie ist denn das Programm nochmal? Turnaround, genau. Das Programm heißt Turnaround. Ist natürlich keine Promotion. Aber man hat ja immer das Gefühl, dass sie bei solchen Programmen immer Namen geben, als ob das sich um eine Promotion handelt. Und da ist es so, dass der Lufthansa-Konzern halt jetzt gesagt hat, dass man in 2024 eine schwarze Null fliegen möchte und in 2025 sowieso. Und hat deshalb in 2025 dieses Berater-Budget komplett gnadenlos zusammengestrichen. Dieter Franks, Resort-Konzern-Vorstand, der am 1. Juli in Amt und Würden ist, viele kennen ihn noch von der Swiss, dann ist er ja bei Hansens gewesen, sagte zum 1. Januar, keine Beraterverträge mehr zu vergeben. Und weiter geht es, dass man sagt, dass man aktuell von allen großen Namen der Beraterbranche im Aviation Center Ein- und Ausgang bekommt, heißt also Besucher bekommt. Und das sind natürlich die Freunde von McKinsey, KPMG, EY, Accenture, Deloitte, Roland Berger, Boston Consulting und PricewaterhouseCoopers, PwC. Daran sieht man halt wirklich, dass sich da alle die Klinke in die Hand geben und dann halt der Lufthansa erklären, wo Norden ist, was ich aber gar nicht so finde, weil wenn man überlegt, man bezahlt einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, um solche Hot-Infos zu bekommen, Hot-Sachen zu bekommen, Sachen, die man selber nicht bringt. Und so ist es halt wirklich so, dass es dort halt wirklich schlimm ist. Man will alleine mit dem Turnaround-Programm 2,8 Milliarden Euro mehr erlösen. Und ich bin mal gespannt, was da passiert, wie das geht. Und ihr könnt ja die Frage beantworten. Ich habe sie extra aufgeschrieben. Ist es eventuell nicht besser für Lufthansa ohne externe Berater? Heißt also hier, dass man wirklich da sagt, okay, Schluss mit lustig, Freunde der Vielflieger Beraterkunst. Vielleicht wissen wir selber, wie es geht. Und man hat ja auch groß bezahlte Kräfte. Es ist ja nicht so, dass bei Lufthansa ja nur Pfeifen arbeiten. Also das muss man ja auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Lufthansa Group da durchaus auch Leute hat, die fähig sind und motiviert sind. Und wenn man halt so einen hat wie McKinsey und wie sie alle heißen, die haben ja nicht unbedingt ein intrinsisches Interesse daran, dass es der Lufthansa gut geht, weil die wollen ja nächstes Jahr ihren Vertrag machen. Und heißt also im Prinzip, die wollen ja einen eigenen Job haben. Deshalb sagen sie ja im ersten Jahr, wir rennen in die Richtung, wir rennen in die Richtung im nächsten Jahr. Also dass man da halt permanent die Richtung wechselt, damit man halt den Leuten immer erklärt, was halt geil ist und nicht. Und viele Sachen sind ja auch von denen versaubeutelt worden. Wobei ich aber glaube, dass, nochmal, ups, sorry, dafür hat das jetzt gewackelt. Ich glaube, ein bisschen vielleicht. Ich verstehe es halt nicht, warum Fluggesellschaften oder auch Firmen einfach externe Leute brauchen. Sie haben doch genug Feedback. Es sind ja Leute draußen, die erklären, was uns wehtut, wo der Schuh drückt, wo man Schmerzen hat und wo man dann sagt, da müssen wir etwas tun. Ihr seid dran und die Frage des Tages beantworten, dass man das Beratungswesen mal wirklich da rausprügelt. Und ein Thema, was das Beratungswesen auch wahrscheinlich versaubert hat, sind ja Ancillary Revenues. Ancillary Revenues, da gibt es ja Agenturen dafür, die einem so etwas bringen. Das sind
das sind Umsätze, also Revenues, die zusätzlich sind. Buy on Board. Man macht Buy on Board. Jetzt will man wieder unbedingt Premium sein und möchte das Ganze wieder rückgängig machen. Also Gepäckgebühren und. Sitzplatzgebühren hat sich anscheinend so herausgestellt, dass das ein richtig geiler Scheiß ist. In Amerika gibt es ja Zahlen darüber, dass es 12,8 Milliarden, ich hatte das letzte Woche, glaube ich, gesagt, in einer Sendung aus Los Angeles noch, 12,8 Milliarden, die man dadurch einnimmt, alleine an den Sitzplätzen und so weiter. Allerdings natürlich im Zeitraum von 2018 bis 2023. Das ist ja jetzt nicht so, dass man hier jetzt das macht. Und das sind dann alle. Ne? Und alleine aus den Gepäckgebühren, mit denen Fluggesellschaften in diesem Zeitraum 25 Milliarden eingenommen haben zusätzlich. Das heißt also, nee, 12,8 Milliarden sind aus der Sitzreservierung. 5 Jahre. Oh, kam mir sehr groß vor, die Zahl, aber erschreckend, dass es so ist. Und deshalb können wir direkt auf das Thema natürlich verweisen, dass die Lufthansa das auch macht. Und da ist wahrscheinlich wohl einer hingegangen und hat dann bei der Lufthansa gesagt, ja, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, dass man dort halt Gebühren nimmt. Und diese 600 maximal Euro an Gebühren, und ich werde das hier einmal einblenden, einmal an Glücksdrache, nochmal danke für das Bild. Er hatte das auch geschrieben, gibt es halt die verschiedenen Sitztypen. Das ist der Lufthansa Business Suite, da gibt es 600 Euro Aufpreis. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist ein geiler Scheiß mit dem Business Suite. Oder aber auch, ja, ich sag jetzt mal hübsch, das ist wie so ein Thronsitz, der Extra Space Seat. Oder aber auch der Business Suite Sitz. Dann gibt es noch das Extra Long Bed. Und wir haben, warte, ich muss das hier einmal hochziehen, damit ich euch nichts Falsches sage, heißt es hier, dass man in der Business Suite 600 nehmen will. Bei dem Extra Space Seat sind es immerhin noch 230 Euro. Bei dem Privacy Seat, das ist der Seat, der am Fenster ist. Also das heißt, jeder Seat, der Sitz am, warum sage ich immer Seat? Jeder Sitz, der am Fenster ist ein Privacy Seat, weil man ja vom Gang weg ist. Privatsitz. Privacy. Soll immerhin auch nochmal 170 kosten. Dann gibt es noch den Sitz, der uns hier die extra Legroom gibt. Das sind dann nochmal 170 zum Beispiel. Heißt also, dass man da wirklich nochmal viele Pricing-Möglichkeiten hat. Und es wird da natürlich auch nochmal unterschieden zwischen der Distanz, die man fliegt. Das waren jetzt also die Maximalpreise. Intercont nah wären dann halt Äquatorialguinea, Iran, Nigeria, Saudi-Arabien, UAE, Angola, Indien, Kanada, Kasachstan, Kenia, USA sind Intercont Mittel. Und dann lang wäre Argentinien, Brasilien, China, Costa Rica, Hongkong, Japan, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Singapur, Südafrika, Südkorea, Thailand und USA Westküste. Heißt also, daran seht ihr das. Und um da nochmal die komplette Aufschlüsselung euch zu geben, ist es so, der Classic Seat kostet immer 0. Das nur so als Hinweis. Aber der ist auch der blödeste am Ende. Und dann geht es halt weiter zwischen 100 und 170 Euro mit dem Privacy. Extra Long ist 100 bis 170. Extra Space Seat ist 130 bis 230. Business Suite ist von 400 bis 600. So dass man die Preisspanne einmal hat. Und es gibt natürlich da auch kostenlose Sitze für die Horn Circle und für die Senatoren. Senatoren können Classic, Privacy Seat und Extra Space Seat kostenlos nehmen. Horn Circle können sogar noch Extra Longbed zusätzlich kostenlos nehmen. Und jetzt sagt man natürlich, ich mache so ein bisschen Gamble, ich will da nicht bezahlen. Was passiert denn, wenn ich keinen Sitz nehme? Und zwar ist es so, wer keinen Classic-Sitz mehr reservieren kann, der muss halt vorab die Gebühr bezahlen. Ganz einfach. Oder man muss halt bis zum Check-in warten, muss da halt ein bisschen gamblen. Dann werden die auch ohne Aufpreis auf die Passagiere zugeteilt. Die Frage ist aber, ob das dann, dass man während dem Check-in dann die Sitze ohne Gebühr noch einmal ändert, auch kostenlos ist. Also das kann dann auch Geld kosten. Also alles hier wieder sehr lustig. Interessant ist auch, wenn man da anfängt, in das Pricing einzusteigen. Wenn man Lufthansa sagt, wir haben jetzt festgestellt, dass wir auf diesem Flug vielleicht nur 500 realisieren können, du bezahlst anstatt 600 für den großen Big Bang Sitz, bezahlst du nur
Privacy, wie heißt das nochmal? Man kann ja auch die Namen sich nicht alle merken. Den Business Suite bezahlt man nicht 600, sondern bieten die den für 500 an, auch auf der Ultra Langstrecke, beziehungsweise auf der Intercont-Fern, wie es die Lufthansa so schön nennt. Wie ist das dann mit der Erstattung? Was passiert, wenn der Flieger ausgetauscht wird? Was passiert, wenn es eine andere Konfiguration gibt? Was passiert, wenn man von der 787 auf eine 380er geht, wo es diesen Sitz dann nicht gibt? Also das sind alles Fragen. Wie ist das mit der Erstattung? Muss man dann wieder von Pontius zu Pilatus gehen? Und da ist eure Frage des Tages: Wie findet ihr die Aufpreise bei Allegris? Macht es Sinn? Was macht euch am meisten Kopfschmerzen? Was macht euch Angst? Ich muss hier auf die Tube drücken. Wir sind ja schon mal wieder bei 20 Minuten mit der Sendung. Ich habe mich da so ein bisschen zu sehr beömmelt. Da gibt es jetzt den Community Award. Den Community Award, ich weiß nicht, wer von euch da mitgeflogen ist nach Kapstadt, wie es war. Habe da irgendwie auch Meinung vermisst. Auf jeden Fall ist es so, dass es jetzt den Flug gibt nach Miami. Und zwar ist es so, die Preise, die es jetzt geben soll, sind 37.000 Meilen oder 75.000 Meilen im Return in der Economy Class mit 70 Stutz. Wobei der Flug soll gehen von Zürich. Ist mit der Swiss in der 777. Also hier auch mal was Lustiges. Und es gibt dann auch natürlich First Class und da ist es dann so 115.000 Meilen, Return sind 230.000 Meilen in der First Class und das sind auch 70,55. Das heißt also, alle Flüge kosten 70 Stutz 55 oder wenn man nur eine One-Way-Strecke will, 24,65. Und da es Sonderflüge sind, kann man die nicht umbuchen. Stornieren kann man diese Tickets aber gegen 50 Stutz. Und wer von euch auf dem Kapstadtflug war, kann gerne mal berichten und kann sagen, ob das wirklich so ein einzigartiges Erlebnis war oder nicht. Und wir können uns dann darauf freuen, dass vielleicht jemand das Ganze berichtet und ob es halt so ein geiles Gefühl ist, mit Meilenjunkies in einem Flieger zu sitzen, wo man weiß, jeder ist ein Meilenjunkie, jeder ist einer von uns. Oder vielleicht ist das ein Flug aus dem Bereich anonyme Meilenjunkies, AMJ. Also ihr könnt was sagen und dort ist es so, dass man was machen kann. Gut, dann viel Spaß und ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet. Dann haben wir noch mal einen lustigen Tweet, hätte ich fast gesagt, lustigen Match aus dem Bereich des Hotellerie-Business oder auch der Aviation. Delta und Hilton haben hier eine Kooperation und dort gibt es einen sogenannten Cross-Match. Cross-Match ist immer dann, wenn man halt von einem Programm aufs andere geht. Also das heißt, wenn es von Fluggesellschaft zu Flughafen, ich habe heute Flughafen im Kopf, ne? Zu lange nicht mehr am Flughafen gewesen. Also Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft oder von Hotelgruppe zu Hotelgruppe, dann ist das ein Statusmatch. Wenn es ein Crossmatch ist, dann ist das von einem Hotel zu einem Fluggesellschaft und von einer Fluggesellschaft zum Hotel. Oder, wie wir alle wissen, die lustige goldene Paketkarte der Deutschen Post AG, die man eingeschickt hat, um da ein Statusmatch zu machen. Soll ja wohl Leute gegeben haben, die das haben. Das wäre dann auch ein klassischer Crossmatch. Und das ist jetzt bei Delta der Fall. Da ist es so, Status in the Sky, Status in the Sky, Status on the Stay und Status in the Sky on the Stay. Das ist die Promotion. Und da gibt es dann den Silber- und den Gold-Status. Und je nachdem, was ihr seid, gibt es nicht unbedingt diesen Status. Bei mir gab es ihn nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe dieses Jahr über 130 Nächte bei Hilton. Aber ihr könnt ja mal sagen, was da ist und ob ihr den Delta Gold Medaillen bekommt oder den Silber Medaillen bekommt. Und ich bin mal gespannt, was es da ist. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil ich halt die Aspire-Karte habe und die denken, ich habe die Karte daher. Kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass man natürlich da jetzt mal schauen muss, wie das ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet bei solchen Matches und wie euer Erfolg ist. Wir gehen jetzt weiter mit dem Thema Ende der Sendung und natürlich Fragen des Tages nochmal zur Erinnerung. Und ich habe auch was vergessen, was ich jetzt nachhole. Und zwar denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch zu kommentieren.
uns zu abonnieren und natürlich auch die Glocke nochmal wirklich anzumachen, weil ein Abo alleine reicht nicht, weil ich festgestellt habe, dass viele Sachen nicht euch erreichen, wenn ihr nur abonniert habt, sondern gerade wenn ihr die Glocke angemacht habt. Und natürlich das i-Tüpfelchen, wie immer, die Kanalmitgliedschaft. Also danke dafür. Und jetzt natürlich die Kanalfragen des Tages nochmal. Ist es nicht eventuell besser für Lufthansa ohne externe Berater? Gerade da wäre ich mal gespannt, wie eure Sichtweise der ganzen Geschichte ist. Und natürlich auch, wie empfindet ihr die Aufpreise der Lufthansa? Seht ihr da eventuell Probleme auch bei den Rückerstattungen, wie wir es in Helsinki besprochen hatten, was es dort für Themen gab? Also da möchte ich mal von euch eure Meinung hören. Und nochmal von meiner Seite aus, sorry, dass ich mich nicht gemeldet hatte, lang früher. Aber ich habe immer noch einen Schädel, der so ist. Bin quasi aus dem Bett hier hochgesprintet, habe das quasi gemacht, die Haare noch nicht mal schön gemacht. Deshalb das Kapperl, aber schön Los Angeles. Und wir haben fast 26 Minuten, deshalb lasst uns aufhören. Und ich freue mich morgen auf eine neue Sendung. Ich werde weiter hier Tee trinken und Gas geben und versuchen, mich gesund zu schaffen. Also bis morgen, bis dann, ciao, ciao. Und hier haben wir es. Einmal noch die Nase gezogen. Bis dann, ciao.